Jawohl, schwedische Apfeltorte ist heute das Thema. Ja, so eine Apfeltorte ist schon was Feins, so ein selbstgemachter Biskuitboden und dann eine Masse aus Äpfeln und Apfelsaft. Ja, und dann noch leckere Sahne obendrauf mit Schokoraspeln. Eine richtig leckere Torte. Ja, aber zuerst mal belegen wir die Springform, die 26er Springform mit Backpapier. Und den Rand, den fetten wir mit Butter ein. Und das restliche Backpapier gebe ich dann auch noch auf den Rand drauf, auf die Butter, damit es richtig gut hebt. Weiter vermischen wir dann das Mehl mit dem Backpulver und den Zucker mit dem Bourbon Vanillezucker. Salz darf natürlich auch nicht fehlen, weil das ist ja ein Geschmacksverstärker. Die Vorbereitung geht aber noch weiter. Wir benötigen noch 3 Eier und die trennen wir. Ja, und aus den 3 Eiweißen stellen wir dann gleich Eischnee her. Ja, und in den Eischnee lassen wir dann den Zucker einrieseln. Schön langsam. Der Eischnee, der ist die Grundlage nachher für den Biskuitteig. Das machen wir gleich als allererstes. Ja, wenn dann der Eischnee natürlich schön fest ist, dann geht's weiter. Vorsichtig rühren wir zuerst die Eigelbe unter. Und kein Tropfen wird hier vergeudet. Gleich danach rühren wir dann auch vorsichtig das Mehl unter, indem wir das ganze Mehl vorsichtig einsieben. Währenddessen können wir den Ofen ja schon mal auf 180 Grad vorheizen, Ober- und Unterhitze. Und dann können wir den Teig nämlich dann schon in die Backform geben und schön glatt streichen. Und zum Glattstreichen nehme ich dann auch oft den Kuchenschieber. Also nun ab damit in den vorgeheizten Ofen. Ja, und wenn der Kuchen jetzt nicht glatt wurde, dann ist das kein Beinbruch, dann macht man ihn einfach glatt. Er wird dann sowieso umgedreht und bekommt seinen Blechmantel verpasst. Gut, bevor wir jetzt an die Früchte gehen, drücken wir jetzt noch 2 Zitronen aus. Aber es kommt auf die Menge des Zitronensaftes an. Wenn die erste Zitrone nicht so viel Saft ergibt, macht man einfach noch mit einer zweiten Zitrone weiter. Ja, und dann nimmt man die Früchte, die Äpfel und schält sie. Aber ich habe leider keine Äpfel gehabt, also habe ich Birnen genommen und das geht genauso gut. Also man nimmt sie und schält sie, befreit sie von den Kernen und schneidet sie in kleine Stücke. Ja, wer will, kann natürlich eine Raspel dazu nehmen. Mit der geht es genauso gut. Wisst ihr, was das Ganze noch besser macht, ist, dass die Birnen von meinem eigenen Garten sind. Die habe ich selber kurz davor gepflückt.
Ja, und die ganzen kleinen Birnen oder Apfelstücke geben wir dann in eine Schüssel und dort geben wir den Zitronensaft hinzu und vermischen das Ganze gut, damit das Ganze nicht braun wird, das Fruchtfleisch. Gleich danach können wir schon mal einen Teil von dem Saft in den Kochtopf geben. Den Herd anschalten und die Apfelstücke in den Kochtopf geben. Das Ganze lassen wir dann jetzt aufkochen. Also wir lassen das für circa 10 bis 15 Minuten lang kochen, je nachdem wie reif die Früchte waren bzw. Äpfel. Und weiter können wir schon mal etwas von dem Saft in eine Schüssel geben. Dort rühren wir nachher das Puddingpulver an. Und jetzt, wie ihr seht, das Ganze wird so leicht schlonzig. Und jetzt geben wir dann das Zimt und die weiteren Zutaten hinzu. Ja, danach kommen insgesamt 2 Schälchen mit Apfelsaft ins Spiel. Ein Schälchen, wo Stärke drin ist, wo wir mit dem restlichen Saft das Ganze anrühren. Und ein zweites Schälchen, wo wir das Bourbon-Vanille-Puddingpulver anrühren. Am besten wäre es natürlich, wenn in beiden Schälchen nachher keine Klumpen mehr drin wären. Und beide Schälchen geben wir jetzt mit zu den Äpfeln oder Birnen hinzu und lassen das Ganze kurz aufkochen. Ja, und dann ist das Ganze fertig und wir geben das jetzt auf den Teig drauf, auf den Biskuitteig. Das Ganze muss natürlich dann auch abkühlen und damit sich keine Haut bildet, geben wir Frischhaltefolie drüber. Das Ganze lasse ich natürlich jetzt über Nacht abkühlen. Am besten natürlich im Kühlschrank. Ja, und dort stelle ich den Kuchen natürlich erst im abgekühlten Zustand rein. Ist ja klar. Nun, als Feinschliff kommt da jetzt noch die Sahne oben rauf und dann nehmen wir 400 Milliliter. Dort geben wir dann 2 Päckchen Sahnesteif mit hinzu und Zucker. Und das Ganze rühren wir dann richtig feste, damit natürlich schön steife Sahne entsteht. Ich gebe in meine Sahne noch Zucker hinzu und auch Vanillezucker, weil der Kuchen soll richtig geil schmecken. Dann holen wir den Kuchen aus dem Kühlschrank und geben die Sahne drauf. Und verteilen die Sahne natürlich schön gleichmäßig. Gleich danach nehmen wir dann den Tortenring weg. Und da sind wir immer noch nicht fertig, weil dann brauchen wir noch etwas Schokolade. Und zwar eine Zartbitterschokolade und einen Schäler. Ja, und mit diesem Schäler raspel ich dann Schokoladenstücke von der Schokolade runter. Also für mich sieht es dann so einfach am besten aus. Diese Schokoladenstücke sind dann einfach herrlich anzusehen auf so einem Kuchen bzw. Torte. Danach müssen wir halt ein bisschen sauber machen. Aber dann ist es soweit und wir können endlich mal so ein leckeres Teil probieren. Dann nehmen wir ein gutes Stück und geben das auf einen Kuchenteller. Und ich sage euch, die Torte, die schmeckt so richtig lecker. Egal was man nimmt, ob man jetzt Äpfel oder Birnen nimmt. Die passt richtig gut zu Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich hoffe, ihr backt mal diesen leckeren Kuchen nach und schreibt mir einfach, wie er wurde. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem am Ball bleibt und dass ihr gesund seid. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis bald.